Back to the Roots. Yes, Freunde, Düfte der Woche. Ja, das legendäre Format von mir, Düfte der Woche, ist wieder da. Beziehungsweise ich hau es jetzt mal heute raus. Das habe ich am Anfang meiner Karriere hier auf jeden Fall jede Woche gemacht. Und ich weiß nicht, wie lange ich das gemacht habe. Ich habe es wirklich jede Woche gemacht, 56 Wochen. Ich habe 2,5 Jahre, ich weiß gar nicht, 3,5 Jahre gemacht. Und dann irgendwann habt ihr ja das nicht mehr so interessant gefunden. Aber ich dachte, nach langem, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, die letzte Folge Düfte der Woche rausgebracht habe, weiß nicht. Es muss 1,5 Jahre her sein, wenn nicht noch länger. Und dementsprechend mal hier so richtig back to the roots. Yes, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Talk aus Hamburg. Yes, und ja, dann zeige ich mal die Düfte, die ich die Woche getragen habe. Und wir fangen mal mit den ersten an. Und das ist, yes, der Davidoff Cool Elixir. Ja, ein neuer Davidoff, der in diese Reihe, ja, Cool Water gehört, auch wenn es nicht Cool Water heißt, sondern Cool Elixir. Und da habt ihr wirklich einen schönen, frischen, coolen Duft, den ihr auf jeden Fall gut tragen könnt. Und Davidoff steht für sich. Man kann über Davidoff eigentlich gar nichts sagen. Nicht meckern, nicht irgendwie schlecht reden. Davidoff ist einfach da. Und da darf man nicht vergessen, was die gemacht haben, wie lange sie schon dabei sind und wie lange zum Beispiel der OG, das Cool Water, immer noch am Start ist. Und hier haben wir schöne Rose, beziehungsweise Rosenoxid. Und dann haben wir tatsächlich Oud. Und Lavendel. Ja, das ist der Duft. Nehmen wir mal Oud weg. Ich habe auch schon ein Einzelvideo zu diesem Duft gemacht. Wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, schaut euch gerne das Video an. Fakt ist, der Duft funktioniert, aber von Oud wenig zu riechen. Vielleicht 1% im Background, aber im Endeffekt nicht. Ihr habt was Frisches. Ihr habt die Oldschool-Variante in Anführungsstrichen von Cool Water. Also früher war sie ja würzig, ne? Also Cool Water war würzig frisch. Heute ist synthetisch frisch. Hier habt ihr das Würzige. Im Endeffekt ist es so wie der Reborn, das Eau de Toilette. Das ist ja auch so ein bisschen auf Oldschool gemacht. Ich habe auch noch die alte Version von ganz früher und deswegen weiß ich das. Und dann schön Lavendel und eben, ja, Rose am Anfang. Ein schöner Duft. Das sind 50 ml, zahlt ihr ungefähr 50 Euro, 60 Euro, wenn es runtergesetzt ist, sonst auch schon ein bisschen mehr. Ist natürlich ein bisschen hart, vielleicht für Davidoff, aber warum? Das widerspricht sich dann auch wieder, was ich am Anfang gesagt habe. Andere sind auch teuer und warum Davidoff nicht? Mit den neuen Cool Elixir, was so ein bisschen angehaucht ist auch an den Dior Sauvage Elixir, aber nur minimal und natürlich ohne Lakritz und so weiter. Aber hier wirklich cooles Teil geworden. Dann kommen wir zu einem Duft. Ja, das ist immer noch der Duft, für den ich am meisten Komplimente bekommen habe. Wirklich. Und das ist einfach inzwischen auch fast eine Legende. Und der kommt einfach bei den Ladies und auch bei jedem Menschen da draußen gut an. Prada Luna Rossa Sport. Ja, und ihr seht tatsächlich, das ist die Neuauflage. Und ja, da musste der Dog ja natürlich auch mal testen. Es ist minimal frischer als die alte Variante. Minimal. Vielleicht 5%. Und ein bisschen, sagen wir 15% ist er stärker. Sonst habt ihr einfach Lavendel, ihr habt Wacholderbeere, ihr habt Heu, ihr habt dieses richtig schöne, natürlich eine ganz leichte, oder das ist im Endeffekt die elegantere Version von Le Mal. Sage ich das jetzt mal so. Sonst habe ich immer gesagt, spielt nur 10% im Background mit. Deswegen, es ist einfach, ja, eine elegante, frische, sportliche Version vom Le Mal. Aber hält den ganzen Tag, ist stark, ist präsent. Selbst wenn ihr ihn selber nicht mehr riechen sollt, aber diese Version, die neue, inzwischen ist sie auch schon ein bisschen länger draußen, nämlich länger war als die alte Version, schon ein bisschen auch in der Nase, aber andere nehmen den auf jeden Fall locker. Ich habe für den alten, wo auch viele gesagt haben, der riecht nicht lange, habe ich nach 9 Stunden ein Kompliment bekommen. Also das ist immer noch einer meiner Lieblingsstifte. Im Designerbereich vor allen Dingen schön Prada Luna Rossa Sport. Jetzt mit einem neuen, bisschen schmaleren Flakon und im Endeffekt auch cooleren Flakon als der alte. Also sehr nicer Duft. Wenn ihr auf so eine Art Le Mal, ein bisschen frischer, ja, mit Wacholderbeere und ein bisschen Heugeruch so ein bisschen steht, dann ist das ein geiler Duft. So, dann kommen wir zu einem sehr speziellen Duft. Ich weiß gar nicht, ob ich den jemals gezeigt habe. Wenn, ist es schon länger her, weil ich habe ihn schon länger. Tragt den ganz, ganz selten, weil man kann den, da muss man Lust zu haben, aber es ist ein genialer, wirklich genialer, luxuöser Duft, und zwar Search auf mit Amber Gold. Und so, schaut euch den Juice an. Und jetzt sage ich euch, was da drin ist. Es ist natürlich Koriander am Anfang. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr was Weißes tragt. Ne? Also das ist wirklich dunkler Juice. Ihr habt Orangenblüte und dann mit den Koriander vermischt. Denken viele, oh, Koriander, nein. Dann ist er balsamisch.
der Duft, finde ich. Würzig. Tangerine, oder wie das heißt, Tangerine ist, müsste da, oder wie heißt das, Tangerine oder Tangerin, müsste da auch, oder ist da, glaube ich, drin. Und das macht diese Kopfnote auch besonders aus, mit den Koriander. Denn, wie gesagt, Orangenblüte, genial. Und Beast Mode in Haltbarkeit und Ceage, wirklich auch in Ceage, der ist stark, stark, stark. Richtig nice. Und ja, den hatte wir hatten einen Termin und da habe ich mal getragen. Genial. Kam gut an und selbst meine Frau findet den, sie sagt, Mann, der ist ja mal wirklich gut. Meine Frau ist sehr schwierig, was das angeht, aber hier Amber Star, sag ich schon, Amber Gold, nicht so verwechseln mit Amber Star, Amber Gold, richtig genial, lecker. Ihr habt so ein bisschen Mandelflair auch noch, was dazu kommt, und Moschus. Also es ist schon ein sehr geiler Duft. Also Amber Gold kommt auf jeden Fall nice. Den solltet ihr auf jeden Fall mal unter euren Riechkolben führen. Ich glaube noch nicht, oder ich glaube einfach, dass das noch nicht so viele gemacht haben. Dann kommen wir zu einem Duft, den habe ich getragen, wo ich ein bisschen spazieren gegangen bin, ein bisschen gewalkt, ein bisschen Power gemacht habe. Und ich habe ihn trotzdem getragen, auch wenn er ein bisschen süßer ist. Und das ist überhaupt, glaube ich, 2025 das Ding, und zwar die Dubai-Schokolade. Und ja, von Amarv als Flakon und als Duft. Ja, wow. Also ich muss deswegen sagen, wow, ich sag das, also das muss man wirklich so sagen. Ihr habt was Süßes. Ihr habt, also es kommt schon sehr nah der Dubai-Schokolade. Es ist sowas direkt nachzumachen, ist ja auch schwer, ne? Ist schwer. Aber schon wirklich nice gemacht und richtig gut. Und performt gleich vorweg, performt gut und hält gut. Und ist ständig, die Ceage ist, also die ersten 3 Stunden, richtig gut um euch rum. Also wirklich gut. Was auffällt, ihr habt hier Kaffee, das fällt auch einem auf, und Haselnuss und Datteln. Und das, merkt ihr was? Aber es ist süß, aber es ist nicht zu süß. Und das ist genial. Also ihr habt was Süßes, cremig süß, Haselnussschnitte, Datteln dazwischen reingeballert, ne? Und dann auf jeden Fall Kaffee. Und den Kaffee merkt ihr auch. Also wenn ihr Kaffeedüfte mögt, dann werdet ihr den auch mögen. Und dann, wie gesagt, dieses, wenn ihr schon mal Dubai-Schokolade gegessen habt mit Pistazie, diesen Flair und so weiter und so fort, dann habt ihr auf jeden Fall diesen Duft. Und dazu seht ihr auch noch Schokolade. Also das ist schon brachial heftig, aber das müsst ihr mal machen. Und ich glaube, vom Preis her ist das jetzt auch noch stabil und mit einem interessanten Flakon. Mit einem sehr interessanten Flakon. Der Sprüher ist jetzt auch nicht schlecht. Das geht. Und wie gesagt, aber ja, das ist schon sehr cool geworden. Also solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Dubai-Schokolade. Ja, warum auch nicht als Parfum? Dann als nächstes kommen wir zu einem der besten Frühlings-Sommerdüfte für mich. Und ich liebe diesen Duft zu tragen. Es ist einer der besten von Initio. Must Therapy. Ja, und das ist die Mandarine, Moschus, die Mandarinenblüte weiß ich gar nicht. Aber das ist so ein leckerer Duft. Und jetzt kommt es wieder. Oh, es ist ein Traum. Also das ist wirklich mal ein Traum, dieser Duft. Ich meine, überhaupt diese Line, diese Reihe ist schon sehr cool. Aber Masstherapie fällt immer so ein bisschen weg. Aber das kommt natürlich jetzt auch erst, wenn es wärmer ist dieser Duft an Start. Und ich trage den einfach super gerne, habe den super. Da war es tatsächlich wieder wärmer an den Tag. Und dann habe ich natürlich diesen Duft rausgeholt mit einem schönen türkisen Froddy T-Shirt. Geil. Froddy kommt ja so ein bisschen wieder. Und dann schön, es ist geil. Und dann diesen Duft, geil. Schacks an, Alter. Also hier auch. Back to the Woods. Oh, dann kommt die Bergamotte und auch hier die schwarze Johannisbeere noch dazu und Moschus ein bisschen und aber die Mandarine. Also den testet und den holt ihr euch jetzt ohne zu testen. Ihr testet ihn gar nicht, ihr kauft ihn einfach, weil dieser Duft ist geil. So, und zum Schluss kommen wir zu einem Duft. Das ist mit einer der besten, wie soll ich sagen, Oud-Düfte. Ich stelle ihn auch das erste Mal euch vor. Was soll ich eigentlich sagen? Echtes Oud, Rose, es sind so viele Inhaltsstoffe, aber Oud Maximus von Botnikow ist ein so genialer. Botnikow macht so sehr schöne, sehr gute Oud-Düfte, aber dieser Duft, wenn man Oud-Fan ist, natürlich, ihr habt hier Kuhstall, das habt ihr, aber das gleicht sich nach 5 Minuten so aus. Also für geübte Nase. Das ist auch ein Duft für nicht irgendwelche Anfänger, die gerade bei Parfüm angefangen sind. Nein, und dann habt ihr Jasmin. Da gesellt sich Jasmin, Rose,
alles Mögliche. Oud natürlich, klar, das bleibt immer präsent. Und der ist so gut. Und er kommt gut an. Ne? Vielleicht nicht, oh, klar, stark, wenn ihr den aussprüht. Aber nach einer halben Stunde, denn wenn der Wert verändert sich immer, der wird geschmeidig, der ist aber präsent, ne? Er ist präsent, er ist stark. Und das ist ein Duft. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon bewertet habe, den ja schon eine Weile. Habe ich den schon bewertet? Aber ja, ich glaube ja, ist eine 10. Ja, doch, ich habe bewertet, ist eine 10. Das ist eine 10. Das ist ein so guter Oud-Duft. Und ich bin Fan von Oud-Düften, da muss man Fan von sein. Aber alle oder jeder, der Oud Maximus getestet hat oder kennt, der wird mir, glaube ich, zu 99% nicht widersprechen und sagen, nee, das stimmt nicht, Doc. Doch, das ist geil. Oh, und dann kommt er hier rein. Da steht er. Oud Maximus. Botnikoff macht das gut. Auch hier. Dubai ist auch ein schöner Oud-Duft, aber noch ein bisschen anders. Oud, ich liebe Oud. Da muss man sich drauf einlassen. Und wie gesagt, da sind so viel Inhaltsstoffe drin. Wirklich viel. Zum Beispiel habt ihr in den Oud Maximus 4 verschiedene Oud-Düfte. 4. Ne? Das sind 30 ml. Da müsst ihr auf die 30 ml, ne, ihr habt das unten eingeblendet. Das kostet natürlich auch ein bisschen, aber das ist so genial. Und wer Oud-Duft-Fan ist und den noch nicht kennt und noch nicht hat, oder überhaupt die Marke da, unbedingt auschecken, weil dann kommt noch die Vanille dazu, aber minimal, wirklich, das ist hier nicht so, ne? Und alles perfekt, also wirklich perfekt. Ich sage ja grundsätzlich hier immer, Roger, da merkt man sofort die Unterschiede. Selbst gegen einen Clive Christian merkt man hier. Aber Botnikoff, jedenfalls die beiden, wirklich monströs gute Qualität. Aber gute Qualität hat eben auch seinen Preis. Aber echtes Oud, echtes, ne? Und das ist auch wichtig. So, Back to the Roots ist angekommen. Ah, yes. Und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Vielleicht haue ich öfters mal wieder Düfte der Woche raus. Also nicht Back to the Roots, aber ist nur hier Back to the Roots. Und geil. Absolut nice. Hat mir Spaß gemacht wieder. Aber das ist immer so. Das sind Düfte der Woche. Das war immer so ein bisschen abgedreht. Ich bin noch nicht viel zu wenig abgedreht, aber heute. Und ja, aber geil. Also, Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Und dann würde ich mal sagen, kommt gut in die neue Woche, Freunde. Und dann sehen wir uns bald wieder. Haut rein.